Hallo Freunde, willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Schlachtnacht. Schlachtnacht ist der Unterschied zum Schlachtfest ist, hier werden die Modellautos einzeln zerlegt mit ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Erklärung und zeigen. So, unser erster Kandidat ist der Porsche 917K von CMR Replicas. Ja, das ist ein relativ junger, neuer Hersteller. Herstellerland ist, Sekunde, Macau, glaube ich, ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen, Macau. Ich gucke gerade auf der Verpackung. Also die Firma sitzt auf jeden Fall in Macau. Gucken, was steht unten drunter? Steht nichts drunter. Verdächtig sind aber diese zwei kleinen Schräubchen in der Mitte. Das ist eigentlich ein Indiz für China. Bangladesch, Entschuldigung. Ja. Steht nur, dass die in Macau ansässig sind. Schönes Modell. Mein erster Verdacht wäre eigentlich, das Ding ist aus Resin. Ne? CMR halt. Aber er ist aus Metall. Leider geht hier nichts auf. Zumindest habe ich nichts feststellen können. Weder Motorhaube, noch die Türen, noch dieser kleine Pseudo-Kofferraumdeckel hier vorne. Preislich bewegt er sich im unteren Segment. Der wird ja momentan ja bei den bekannten zwei großen Händlern verramscht. So für 40 Euro, mal mehr, mal weniger, mal für 30, mal für 40, mal für 50. Je nachdem wie das Wetter draußen anscheinend ist. Und ich muss auch ehrlich zugeben, im Gegensatz zu dem vom Norev, ne, ist das nie so der Kracher, dieses Modell. Sekunde, ich sehe gerade das Bild, nicht so schön. Ein bisschen hell. Sekunde. Aha. So ist besser. Obwohl, qualitativer Unterschied zwischen Norev und dem sehe ich jetzt keinen großartigen, finde ich jetzt. So, genug geschwafelt, wir fangen mal an. Preislich tun die sich beide ja nicht wirklich viel und bewegen sich im gleichen Segment. Aber ich merke schon, die Scheibenwischer sind immer so mega neuralisch. Okay. Es gibt ja noch die Alternativen, gibt es ja noch von Revell, von UH und von Autoart natürlich, ne? Und ich glaube, eine Mini-Champs hat der den, glaube ich, ja nicht rausgebracht. Mini-Champs hat den Nachfolger rausgebracht. So. Aber das war schon, ne? Den Rest kriegt man ihr eigentlich nicht mehr so ab. Aber ein sehr geiles Auto. Mir gefällt er richtig gut. Gut, auch schön mit der Gulf-Lackierung. Der von Universal Hobbys, glaube ich, der hat ja gar keine Gulf-Aufkleber. Der hat zwar diese Färbung, aber keine Aufkleber, ne? Schon mal aufgefallen? Oh cool, sogar mit Ersatzrad. Ah, ich sehe schon, ein paar kleine schöne Details hat er ja schon. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schrauben. 10 Schrauben, überlegt euch das mal. 10 Schrauben für so ein kleines Modellauto. So. Guck, da brauche ich schon Akkuschrauber, ey. Oh, der ist fest. Komisch, hier steht nicht drunter, ob der Made in China ist oder Made in Bangladesch. Aber wie gesagt, die Schrauben hier in der Mitte sind schon mega verdächtig. Die beiden hier. Na ja, klar, die Schraube sitzt natürlich voll fest. Ja, da tut sich nichts. Das ist nämlich die Schraube für die Innenausstattung. Ja, welche Innenausstattung, ne? 2 Sitze. Oh, sogar mit Lenkung. Cool. Ja, er hat zwar Gurte, die sind aber nur Aufkleber. Das spricht jetzt nicht wirklich für das Modell. Ich meine, klar, gut, dass er überhaupt Gurte hat, ne?
Die Felgen sind cool. Schön anzusehen. Auch aus Metall. Festgeklebt. Kann man auch nicht als Rad benutzen. Also wenn ihr euch ein Rad verliert und denkt, ihr könnt das Ersatzrad nehmen, geht nichts. Hat ganz andere Aufhängung. Einen Motor hat er auch nicht. Das ist jetzt die Schraube, die hier aufhält, ne? Aha, das ist eine starre Achse hinten. Da kann man bestimmt auch so abmachen. Oh, ich liebe den Porsche 917. Ne? Das ist einer der schönsten Rennsport-Porsche, die es gibt. Da gab es ja irgendeine Firma, irgendeiner hat das Auto mal mit einer Straßenzulassung gemacht, ne? Geil. Eine Straßenzulassung, ja. Wird mir auch gefallen. So, die Rücklichter. Oh, hier ist alles fest genietet, ne? Untenrum knallen die 100 Schrauben rein, ne? Aber hier nieten die alles fest. Selbst der Motor ist fest genietet. Aber komische Nieten, die kann man ja so abziehen. Das war das Armaturenbrett. Na gut, was soll man über das Armaturenbrett sagen? Das ist ein Rennsportwagen aus den 70er, 60er Jahren. Da ist natürlich nicht wirklich viel zu erkennen drauf. Einfach so durchgedrückt. Das ist der Motor. Nur eine kleine Platte. So, Tankdeckel. Ich könnte natürlich jetzt die Motorhaube abschrauben. Aber was bringt mir das? Nix. So. Der andere Tankdeckel ist echt hier auf die Ecke, ey. So. Ja, viel gibt es ja über dieses Modell jetzt echt nicht zu erzählen, ne? Was soll ich euch jetzt hier großartig zeigen? Hier geht ja leider nichts auf. Hier muss ich jetzt auch noch dremeln, das auch noch. Weil die Scheiben könnten sonst reißen beim Drücken. Und deswegen ist das Dremeln hier ein bisschen besser. Hier ist die Scheinwerfer und das gute Stück ist auch wieder Geschichte. Ich muss mich auch ein bisschen sputen. Ist ja nicht so, dass ich nur jetzt hier die 4 Schlachtenmodelle von heute habe, sondern es warten noch 11 Stück hinter mir für das Schlachtfest.
So. Jetzt gehe ich schon ab, ey. Joa, ich liebe dieses Auto, ey. Das ist so schön. Und besonders in dieser Gulf-Lackierung, ey. Wenn man überlegt, was das Auto in echt kostet, ey. Würde ich mir lieber ein Haus kaufen. Was ist los? Warum nichts abgehen? Hier ist auch ein Scheinwerfer. Warum geht der jetzt nicht ab? Der eine kam ja wie rausgeflogen. So. Mein Fazit. Wenn ihr den unbedingt haben wollt, dann guckt, dass ihr so günstig wie möglich bekommt. Weil ich sag euch ganz ehrlich, ursprünglich hat er ja mal irgendwie 80 Euro oder irgendwie sowas gekostet. Ne? Das ist er wirklich nicht wert. So toll ist er nicht. Weil überlegt mal, ihr habt hier Sitze, wo das hier nur aufgemalt ist, so Gurte und so alles. Also 40 Euro, maximal 50 Euro würde ich dafür ausgeben. Aber das war's dann auch. Ne? Weil es ist wirklich nichts Besonderes. Das einzige Schöne ist, dass sie die Golf-Aufkleber mit übernommen haben. Die Golf-Lackierung. Das ist cool, aber ansonsten ist das wirklich ein 0815 Modellauto. Leider Gottes. So, es geht zügig weiter. 3 Kandidaten warten noch. Und plus 11.